Ton. Schlimm. So. Jetzt können mich alle hören. Jetzt sind wir alle dabei. Hallo, ich bin Greta und ich habe jetzt auch einen YouTube-Kanal. Gut, ne? Ja. Schön, dass ihr hier seid. Und das fuckt mich ab, dass die Tür auf ist. Sonne. Igitt. Auf diesem Kanal werden wir keine Kunst machen. Wir werden über gesellschaftliche Probleme sprechen, denn das ist das, was 20-Jährige am liebsten machen. Und deswegen dachte ich, ich joine einfach mal. Das ist wack. Ich find's cool. Ja, okay. Du findest aber alles cool, was ich mache. Das zählt Das nicht. ist nicht wahr. Wenn ich die Schule anzünden würde, was würdest du sagen? Schwund gibt's immer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich bin hier, um YouTube zu machen. Ach so, ja genau. Hallo. Hallo. Das erste Thema, über das wir hier sprechen, ist Brainrot. Das Thema Brainrot. Brainrot. Flucht vor der Realität. Es wird spaßig. Für alle Leute, die da draußen sind und jetzt nicht genau wissen, was ich meine, werden wir uns erstmal angucken, was Brainrot überhaupt ist. Wikipedia sagt, wenn Wikipedia sagt, stimmt das, das wissen wir, alles, was Wikipedia sagt, stimmt. Das war ein Scherz, bitte glaubt das nicht. Brainrot, deutsch Gehirnfäule, ist ein der Netzkultur entnommener Neogolismus, der sich auf die Auswirkungen des Konsums minderwertiger Inhalte im Internet bezieht. Dazu gehören negative Auswirkungen auf das Denk- und Konzentrationsvermögen sowie auf das geistige Wohlbefinden und die psychische Gesundheit. Eine verminderte Lesefähigkeit und eine niedrige Kapazität, sich mit komplexen Ideen auseinanderzusetzen, sollen weitere Folgen sein. Damit wäre doch erstmal die Definition abgeschlossen, aber das reicht ja immer noch nicht. Das beschreibt ja jetzt nicht, warum sich die Fische rotieren. Also würde ich sagen, gucken wir uns erstmal ein paar Beispielvideos an. Nicht schon wieder. Vertikal rotierender Fisch. Das ist der vertikal rotierende Fisch. Das ist so eine Spalte auch aus so einer Richtung deutscher Brainrot, wo das auch so gewesen ist, die Tauben im Supermarkt einkaufen gehen und so ein Shit. Ich glaube, da gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Das ist schon ein bisschen älter. Alright, nächstes Video. Ich schwöre, ich liebe diese Katze. Es ist mein Spirit Animal. Die macht mich happy jedes Mal, wenn ich die sehe. Ja, nächstes Video. My style is ridiculous. Skibbidi dum dum dum, yes yes. Skibbidi dum dum dim dim. Skibbidi dum dum dum, yes yes. Skibbidi dum dum dim dim. Warum ist das ein Ding? I mean, seriously. Ich will einfach nur kacken gehen. Bitte lass mich in Ruhe. Lass meine Toilette in Ruhe. Komm nicht wieder zu meinem Haus. Was ist das? Warum gibt es dazu eine Serie? Warum? Was ist los bei der Menschheit? Trallallero trallallà, tung 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 sahur, bombardiro crocodilo, la vacca Saturno Saturnita. Digga, ich kann das auch alles nicht mehr. Was ist los mit uns? Wir bekommen die Möglichkeit, KI-Sachen zu machen und das ist das, was wir machen. Tung 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 sahur. Ich schwöre, ich höre das noch einmal, ich schmeiß mich aus dem Fenster. Ich kann mir nicht mehr als 4-5 Stück davon hintereinander anschauen. Ich spüre aktiv meine Gehirnzellen sterben. Die krepieren da richtig. Es ist schlimm, es ist schlimm. Okay, hätte ich 3 Wünsche frei. Ich würde mir Weltfrieden wünschen, dass der Klimawandel besiegt ist und Das 6-7-Kind einmal zu boxen. Einmal, ganz kurz, ins Gesicht schlagen. dieses Kind macht mich sauer. Es tut mir leid. Und ich finde es einfach nervig. Nur weil ich das alles super nervig finde, heißt es nicht, dass ich es nicht lustig finde. Also objektiv gesehen ist es halt schon funny. Aber es ist auch echt anstrengend. Das sind die Videos, mit denen wir uns befassen. Das sind nur ein paar Beispiele gewesen. Es gibt nicht wirklich viel zu erklären. Das wissen wir, glaube ich, alle. Sehr viele von uns haben, glaube ich, diese Videos gesehen von der Zeit. Vertikal rotierender Fisch.
Die verbale Begleitung ist natürlich extrem hochtrabend, das Fremdwörter wie vertikal und rotieren, um dann aber doch eigentlich nur eine dadaistische Drehung dieses Fisches zu machen. Bro sagt Fremdwörter wie vertikal und rotieren und benutzt dann im nächsten Moment das Wort dadaistische Drehung. Alles klar, Bruder. Das ist ja genau der Punkt. Da gibt es eigentlich nicht viel zu erklären. Das hat ja nicht wirklich eine Pointe. Das hat keinen Inhalt. Im Endeffekt ist es ja so, das, was lustig ist, ist ja eigentlich nur, dass es unerwartet ist. Keiner erwartet, durch die Innenstadt zu laufen und dort einen Fisch zu sehen, der sich rotiert. Weil es dieses Ding ist von wegen, das erwarten wir nicht, das macht es ja lustig. Aber ich glaube, da steckt noch ein bisschen mehr hinter, warum wir diesen Shit überhaupt konsumieren. Um dieses Phänomen von Brainrot jetzt noch ein bisschen besser verstehen zu können, warum wir darüber lachen und warum das in der Gesellschaft eher Jugendliche als alte Leute lustig finden, möchte ich eine ganz kurze Detour machen und ein bisschen mehr über Social Media sprechen. Also wir gehen einen Schritt zurück und schauen uns jetzt mal Social Media als Suchtfaktor an. Was macht Social Media überhaupt zum Suchtfaktor? Also Social Media sorgt natürlich für Ablenkung. Es macht Spaß. Jedes Video ist eine kleine Dopaminschaufel. TikTok hat das Ganze auf die Spitze getrieben. Durch TikTok und ähnliche Konzepte wirkt das Scrollen auf Social Media einfach wie eine mit jedem Video kurzfristige, aber insgesamt langfristig wirkende Dopaminspritze, solange man eben am Handy bleibt. Das Ziel ist es, den Nutzer so lange wie möglich auf der Plattform zu behalten und zum Scrollen zu bewegen. Das nächste Video könnte noch lustiger sein als das, was ich gerade eben schon gesehen habe. Das bringt dieses gesamte Suchtprinzip ins Rollen und ehe man sich versieht, hat man komplett die Zeit vergessen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich erinnert das an die Casinos in Las Vegas, in denen keine Fenster eingebaut sind und keine Uhren, damit man so lange wie möglich dran bleibt. Man vergisst dabei, dass das Prinzip eigentlich das gleiche ist. Aus Social Media und in irgendeiner Spielehalle. Du als Nutzer bist das Produkt. Du sollst die Sachen kaufen, die die Werbung dir dort andreht. Während das passiert, nehmen alle anderen Reize, unabhängig vom Bildschirm, an Intensität ab. Nichts ist mehr so capturing, weil man es gewohnt ist, ständig neue Einflüsse zu bekommen, innerhalb von einer Sekunde so viele verschiedene Bilder zu sehen. Und das Ganze ist eben ein Teufelskreis, wenn nichts anderes mehr Spaß macht, außer TikTok und Instagram und alle anderen Social-Media-Plattformen, auf denen dieses Scrolling-Muster ist, teilweise auch auf YouTube mit den Shorts, gibt es nichts anderes mehr, was einen so happy macht. Wenn das das Einzige ist, dann bleibe ich ja dabei. Brainrot ist ein neuer Teil davon und eigentlich auch einfach nur eine weitere Steigerung von genau diesem Prinzip. Mit Brainrot wird einem das Denken einfach noch mehr abgenommen. Es macht so dumm. Man spürt einfach die Gehirnzellen schmelzen und das ist genau das Problem. Was auf Social Media abgeht, ist ein Spiegel von gesellschaftlichem Wandel. Das, was in der Gesellschaft passiert, wird durch Social Media dargestellt. Wenn man nicht die ganze Zeit auf Social Media chillt, dann bekommt man auch nicht mit, was abgeht. Es ist ein digitaler Raum für die Gesellschaft. Alle Probleme, die wir haben, spiegeln sich auf Social Media wieder. Genauso wie ich, die jetzt hier sitzt und einen Gedanken hat zum Thema Brainrot und das gerne teilen möchte. Ich trage dazu bei, dass sich diese Ideen und Gedanken auf Social Media sammeln. Und man kann natürlich jetzt in verschiedenen Bubbles rumhängen. Ne? Ich kann jetzt sagen, okay, ich gucke mir Meinungssachen an. Hallo! Ich kann aber auch genauso gut sagen, okay, ich gucke mir Beauty-Sachen an. Hallihallo meine Lieben! In diesem Video gebe ich euch ein paar Tipps, wie ihr euren Seitensprung verheimlichen könnt. Oder ich gucke mir Gaming an. Großer Tacker, der Tacker ist so riesig. Und je nachdem, welchen Freundeskreis du hast, zeigen sich diese Interessen vielleicht auch unterschiedlich. Das ist das Internet. Und wenn ich nicht Zeit darauf verbringe, dann weiß ich ja auch nicht, was meine Freunde vielleicht gerade denken. Und Social Media ist natürlich ein super Einblick, was das angeht. Was hat das jetzt aber mit Gruppenzwang und gesellschaftlichem Drang zu tun? Ist das nicht ein bisschen kritisch dargestellt? Ist das nicht vielleicht ein bisschen zu dramatisch? Nein, denn es ist genau das, was ich sage, man verliert kompletten Anschluss. Wenn man sich nicht auf TikTok oder Instagram aufhält, dann weiß man nicht, was die Klassenkameraden alles so machen und was die alles so lustig finden. Man kann nicht über die gleichen Witze lachen, man kann nicht Gemeinsamkeiten finden und es macht alles ein bisschen schwieriger. Für viele Jugendliche, über die wir jetzt hier sprechen in diesem Video,
geht es eben genau darum, dass sie auch wissen, was mit ihren Freunden abgeht. So weiter. Den gleichen Humor. Du findest vielleicht, alle finden Skibidi Toilet lustig. Es ist ein bisschen schwarz-weiß gesprochen, aber im Endeffekt ist es eigentlich auch irgendwo so. Man verliert natürlich auch den Anschluss zur Sprache. Du hast Riz. Das ist ein Jugendwort. Cringe läuft bei dir. Manche Leute wissen, was das bedeutet, welche die auf TikTok chillen. Dann hast du auf jeden Fall eher die Chance, dass du weißt, was es bedeutet, als wenn du das nicht tust. Du verbringst natürlich auch Zeit auf diesen Plattformen, weil du eben Freunde hast, die auch auf diesen Plattformen Zeit verbringen. Es ist eine Gemeinsamkeit. Was das mit gesellschaftlichem Drang zu tun hat, das kann ich erklären. Und zwar habe ich letztens das Musikvideo Man-Child von Sabrina Carpenter gesehen. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch das Video ja mal angucken. Ich werde es hier jetzt nicht zeigen, weil ich habe Angst vor Copyright. Aber einen Link dazu findet ihr auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Aber jetzt bleibt ihr erstmal hier, weil dieses Video zuerst. In diesem Video ist mir aufgefallen, dass alles super schnell geschnitten gewesen ist. Also innerhalb von einer Sekunde hat man so viele Bilder gesehen. Ich als nicht ständig auf TikTok oder Instagram chillender Mensch bin nicht mitgekommen. Achtet mal darauf, es passiert so häufig und in so vielen Fällen. Wir werden immer schneller und immer schneller. Wenn man jetzt zurückschaut, was die Medienbranche angeht, so war es ja schon immer. Immer höher, schneller, weiter. Brainrot ist halt, wie gesagt, die nächste Stufe davon. Wenn man nicht gewohnt ist, dass es so schnell geschnitten ist, da nicht mithalten kann. Also man verliert auch gesellschaftlichen Anschluss. Und da kapselt sich die Jugend auch ein bisschen von der älteren Generation ab. Ernst und Leichtsinn haben die Generationsplätze getauscht. So schreibt es Jens Jessen in seinem Artikel Warum so ernst von 2022 aus der Zeit. Er befasst sich in diesem Artikel genau mit dieser Problematik und analysiert, warum Jugendliche eigentlich so einen Frust haben. Er erklärt, dass Jugendliche dafür verantwortlich gemacht werden, Fehler auszubügeln, die sie gar nicht begangen haben. Dabei geht es auch um das Thema Wokeness. Beispiele wie der Klimawandel, die Rentenkassen in diesem Land, Rassismus, Sexismus, Homophobie, jegliche Art von Diskriminierung. Wir wollen nämlich nicht die gleichen Fehler machen, die unsere Eltern und Großeltern schon gemacht haben. Und das finde ich auch gut. Ich meine, das ist alles Ansichtssache und sowas. Man kann das nervig finden, man kann das gut finden, man kann auch irgendwo dazwischen sein. Nur nicht tolerant gegenüber der Intoleranz sein, weil sonst enden wir in 1933. Dieser Fakt, dass wir Verantwortung übernehmen müssen für die Fehler der Alten, das war auch schon in der Corona-Pandemie deutlich. Da mussten wir zu Hause bleiben, durften nicht zur Schule gehen. Es geht einzig und allein darum, dass Medien junge Leute außer Acht gelassen haben. Wir mussten unsere Jugend wegschmeißen. Die mediale Aufmerksamkeit während diesen ganzen Dingen lag immer noch bei Alten und Rentnern. Ich für meinen Teil habe mich nicht gesehen gefühlt während der Pandemie. Kein Zuspruch oder Ermutigung. Ich habe das nicht mitbekommen. Wobei das mit unserer Psyche dann doch richtig viel gemacht hat. Das ist nur eine beispielhafte Erläuterung, was ich damit meine, wenn ich sage, Jugendliche sind frustriert, da sie Verantwortung übernehmen müssen für Fehler, die sie nicht begangen haben. Ich bin nicht geboren worden, als Leute gesagt haben, lass mal Kohle schaufeln gehen. Überall ist irgendwie Krieg. Ich als junge Person fühle mich auch nicht frei. Für mich fühlt es sich so an, als wäre es so ein großer Berg von Dingen und Problemen, mit denen sich natürlich jeder Jugendliche befassen muss. Aber hinzu kommen dann auch noch Umweltkatastrophen und Kriege und politische Menschen in politischen Situationen, die ich da nicht so haben will. Aber ich habe nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin 20, ich habe gerade mein Leben angefangen. Generationstechnisch gesehen, was juckt meine Oma der Klimawandel? Die muss die Konsequenzen davon einfach nicht ausbaden. Wir schon. Das sind Fehler, die wir nicht gemacht haben, die uns aber betreffen. Aber natürlich ist das belastend, darüber nachzudenken und jedes Mal damit konfrontiert zu werden. In der Schule vielleicht mal so darüber diskutiert, sowas aufkommt im Unterricht. Boah, Gott, dann muss ich raus. Ja, ich muss raus. Ich brauche Space davon. Dazu kommt auch noch, dass 2021 nur 8,2 Millionen Jugendliche in Deutschland gezählt wurden. Das sind gerade mal knapp 10% der deutschen Bevölkerung. 1983 waren es noch 13 Millionen, also knapp 16,7% der Bevölkerung. Das ist ein verrückter Unterschied. Es gibt mehr alte Menschen in Deutschland als junge. Und natürlich entsteht dann ein Gefühl von Machtlosigkeit. Digi, wo soll heißen? Ich muss diese ganzen Probleme lösen. Hey, wie soll ich das denn machen, Digga? Und dann habe ich auch noch, da willst du mir erzählen, ich habe auch noch weniger politische Macht in meiner eigenen Generation.
Und alle Alten sind so, ja, ich kümmere dich, ne? Schneid raus, schneid raus. What the fuck? Warum ich? Was soll das? Um uns davon abzulenken und um diese ganze Verantwortung, die wir als junge Generation einfach tragen müssen, wegzuschieben, ist natürlich dann verständlich, dass wir sagen, lass uns bitte einfach abschalten jetzt, lass uns über dumme Fische lachen, lass uns einfach darüber lachen, dass ein Kopf aus der Toilette kommt. Es ist doch so viel einfacher, dann auf Social Media zu gehen, anstatt jeden Tag darüber nachzudenken, dass die Welt untergeht. Im Grunde ist die Entstehung von Brainrot eigentlich richtig traurig. Weil wir so machtlos und ausgeliefert sind, lachen wir eigentlich lieber über dumme Scheiße, als uns tatsächlich damit zu befassen, was da alles gibt. Was man dabei auch gut beobachten kann, ist, dass Jugendliche absolut keinen Bock auf die Alten haben. Weil wir uns so schnell bewegen und so schnell immer neue Sachen brauchen, mit denen wir uns ablenken können von dem eigentlichen Shit, der gerade abgeht, als dass irgendjemand über 40 dann noch mitkommen könnte. Sobald die ältere Generation Witze lustig findet, die wir vorher lustig gefunden haben, finden wir die gar nicht mehr so lustig. Dann ist es schon wieder cringe. Und dann passiert das, dass wir uns schnell davon distanzieren und uns neue Sachen suchen. Das ist ja genau der Wandel, der bei Brainrot passiert ist. Es fängt vielleicht an mit rotierenden Fischen und das entwickelt sich dann weiter und immer weiter und sobald dann alte Leute sagen, oh, guck mal da, rotierende Fische, sagen wir, oh, guck mal hier, Skibidi Toilet, das ist lustig. Und sobald die dann sagen, oh, Skibidi Toilet, lustig, sagen wir, boah, Italian Brainrot, beste. Und die checken nicht. Und das finden wir auch irgendwo gut. Würden Sie sich das ins Wohnzimmer hängen? Das mit dem Kaffee, ich bin eine Kaffeetante. Gewalt bringt nichts. Da kann man schon eher Verbindungen finden. Ja, Bananen. Wunderbar. Für mich gibt es überhaupt keinen Sinn. Scheiße. Das ist für mich verlorene Zeit, sowas überhaupt herzustellen. Das ist natürlich eine Distanz, die wir aufbauen. Weil wir natürlich nicht so Bock drauf haben, mit den Leuten gemeinsam über unsere Witze zu lachen, die dafür verantwortlich sind, dass wir den Klimawandel lösen müssen. Dessen Entscheidungen wir vielleicht nicht so cool finden, die wir aber auch nicht einfach haten können. Aber es ist einfach schön, über Sachen lachen zu können, die andere Leute nicht lustig finden, weil es so unser eigenes Ding ist irgendwie. Und wenn wir dann auf Brainrot zurückschließen, kann man genau sehen, dass es tatsächlich so ist. Wir erreichen einfach nur die nächste Spitze von diesem Ignorieren der eigenen Probleme. So, was schließen wir jetzt daraus? Bei den ganzen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, ist es verständlich, dass Jugendliche auf TikTok chillen und sich Brainrot angucken. Natürlich ist es super erfrischend, was zu lachen zu haben, über das ältere Generationen nicht lachen können. Die ganze Welt beruht auf denen, aber wir machen so unser eigenes Ding und gehen da in diese Richtung. Und es ist auch gut und richtig, solange man aber dabei diese ganzen Probleme, die von älteren Generationen berührt sind, nicht vergisst, was meine Kritik an der gesamten Situation angeht. Ich habe das Gefühl, es entwickelt sich in etwas, das nicht nur temporäre Ablenkung ist. Aus meiner Sicht ist es einfach wichtig, Grenzen ziehen zu können und sagen zu können, das war gut, ich brauchte das jetzt, heute war ein langer Tag, mich abzulenken war richtig, aber ich kann trotzdem morgen rausgehen und mit Leuten über gesellschaftlichen Diskurs diskutieren. Ein Gleichgewicht dazwischen zu finden, ist einfach wichtig, wie immer eigentlich. Wenn wir über diesen gesamten Frust reden und schauen, dass Jugendliche in der Minderheit sind, dürfen wir dabei trotzdem nicht vergessen, dass unsere Stimme und unsere Meinung wichtig ist und dass wir diese bilden sollten und auch teilen sollten. Eine temporäre Flucht ist gut, man sollte sich aber nicht vor diesem Problem verstecken oder davor weglaufen. Sich komplett im Brainrot zu verlieren, kann nicht die Antwort sein, weil so lösen wir diese ganzen Probleme nicht. Diese Verantwortung ist leider da. Und eine Sache ist ja wohl klar, wenn wir als junge Generation diese ganzen Probleme nicht lösen, wenn wir uns nicht um unsere Zukunft kümmern, dann wird das kein anderer für uns tun. Lasst mich doch einfach wissen, was ihr von der ganzen Sache haltet. Seid aber bitte immer sehr respektvoll und tolerant, wenn ihr eure Meinung teilt, da unten in den Kommentaren. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann schaut doch mal in die Bio-Infobox. Das erste Mal, ich weiß auch nicht. Da schreibe ich noch was rein, habe ich noch nicht gemacht. Und dann, das war's für heute. Es gibt noch so viele weitere Themen zu besprechen, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann!